Dem Österreicher Jakob Schubert gelingt die erste freie Begehung der Route Project Big in Flatanger bei Norwegen. Die Route gilt als eine der schwierigsten der Welt und wird als potenzielle 9C oder vielleicht sogar noch schwieriger gehandelt. Die heutige Sendung wird präsentiert von Bächli Bergsport und Petzl. Project Big, die Linie zieht als eigenständige Linie am linken Rand der Hans-Hellering Cave, dieser gigantischen Höhle, hoch und beginnt relativ einfach, doch dann wird es ziemlich schnell ziemlich anstrengend. Eingerichtet wurde Project Big vor rund 10 Jahren vom Tschechen Adam Ondra, noch bevor er die Route Silence einbohrte, die ja als erste 9C der Welt bekannt wurde. Adam Ondra sagte damals, dass ihn Project Big einschüchtere und er deshalb auf Silence wechselte. Beim Project Big, da vergingen einige Jahre, es ging nicht so viel, doch das änderte sich dann im Herbst letzten Jahres. Da wurde endlich der Name der Route Programm, sie wurde nämlich effektiv auch intensiv projektiert. Auf Einladung von Adam Ondra fuhr Jakob Schubert nach Norwegen, damit die beiden dann gemeinsam an der Route projektieren konnten. In den ersten Tagen war ich definitiv überwältigt von der Länge, den vielen Schwierigkeiten und der Komplexität der Route Project Big, ließ sich damals Jakob Schubert zitieren. Schubert war sich nicht sicher, ob er einer so schwierigen Route gewachsen ist. Nach 2 Wochen begann sich das Gefühl jedoch einzunisten, ein Durchstieg sei möglich, wenn auch mit viel Arbeit verbunden. Auch wenn Optimismus aufkam und es an der Motivation nicht mangelte, so blieb beiden Kletterern die Route verwehrt. Nachdem Adam Ondra im Frühjahr 2023 einen neuen erfolglosen Trip unternahm, war es vor wenigen Tagen Jakob Schubert, der in die Route einstieg. Begleitet von regelmäßigen Live-Übertragungen begann er die Route intensiv zu projektieren und ließ die Kletterszene hautnah teilhaben an seinen Versuchen in Project Big. So auch gestern, wenn auch wieder erwartens, muss man sagen. Denn morgens um 10 Uhr schrieb Jakob Schubert noch, das Wetter meint es nicht gut mit uns, heute wird wohl nichts mit einem Versuch, aber ich gehe mal hoch und schaue mir die Sache an. Oben angekommen sah die Situation dann schon anders aus. Jakob Schubert erklärt das entsprechend in einem Video. I already went up Project Big and it's definitely a bit better than I thought. It rained so much, so I thought it's going to be really bad, but it's not that much worse than some of the other days, so I think there is a chance for an attempt. Auch dieser Versuch, der 6. seines Trips, wurde live auf YouTube übertragen und so fieberten erneut zahlreiche Kletterinnen und Kletterer mit Schubert in Echtzeit mit. Der Durchstieg hätte an Dramatik selbst nicht übertroffen werden können. Griffausbrüche mit einem beinahe Absturz, suboptimale Knieklemmer, unnasse Griffe in der Schlusspassage ließen die Zuschauerinnen und Zuschauer und Schubert selbst natürlich bis zum Schluss zittern. Nach rund 20 Minuten der Kletterei kam dann der lang ersehnte Moment. Jakob Schubert klippte den Umlenker der Route Project Big und schreite sich die Emotionen aus dem Leibe. Yeah! Woo! Oh! Fuck! So nervous! Ah! Fuck! That's crazy! What the hell? Wait, I'll unclip this one and jump, otherwise I don't make it to the ground. Oh! Okay, slack. Okay. I think Joni is safe here. Okay. Yeah! This kid's got it! Oh! Oh, it was so crazy mentally. Fuck! Wait. Okay, it's okay. Oh. I can't believe it. Fuck, I can't. Oh. It was so crazy because I felt not so good again. And then somehow I was so much better at the end of the boulder though. And then when I was at the slope right, I couldn't really believe it, and from this moment on I was only scared.